Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu dieser Kamera hier. Und zwar ist das hier die Sony A7 IV. Ja, ich weiß, die Kamera gibt's jetzt schon einige Zeit lang auf dem Markt und am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, was ich von der Kamera so halten soll. Als die rauskam, war ich so ein bisschen hin und her gerissen von den Spezifikationen und auch von dem, was man so darüber gehört hat. Jetzt konnte ich sie ausgiebig testen, also wirklich schon öfters mal, und ich habe sie hier jetzt dabei in Dänemark im Urlaub und habe gedacht, es wird dann doch mal Zeit für mein Video über die Kamera. Und ja, ich weiß nicht, das Video wird wahrscheinlich irgendwie heißen, Sony hat die Kurve bekommen oder Sony ist zurück im Spiel oder irgendwie sowas. Weil es eben so ist, mit der Kamera ist ihnen dann doch ein größeres Ding gelungen. Das habe ich jetzt nach und nach feststellen können. Man muss aber ja ein bisschen unterscheiden. Das Ganze gilt eher für den Fotobereich und nicht ganz für den Videobereich. Da kommen wir gleich dazu, da kommen wir später dazu. Da möchte ich euch das Ganze einfach mal erklären, wie ich das hier so sehe. Insgesamt ist Sony hiermit nämlich schon so ein kleines Meisterwerk im mittleren Bereich, mittleren Budgetbereich möchte ich es mal nennen, gelungen. Denn die Kamera, sie hat zwar nur einen Tile-Stacked-Sensor, hat aber wirklich eine große Dynamik. Also der 33-Megapixel-Sensor bietet euch eine Dynamik im Bild, wo ihr sonst nur noch vielleicht bei der Lumix S1 II bekommt, die aber nur mit 24 Megapixeln abliefert. Das ist ja also dann doch noch mal ein gutes Stück mehr. 33 Megapixel ist so ein Ding, da sage ich, da kann ich mit leben. Also bei 24 ist es wirklich so, da habe ich öfters mal das Verlangen nach mehr Megapixeln. Also ich habe es ja auch schon öfter erwähnt, ich kann eigentlich nicht genug Megapixel haben. Und da ist es wirklich so, bei 24 denke ich mir öfter mal, es darf schon mehr sein. Jetzt hier bei den 33 ist es wirklich so, dass ich sage, damit kann man arbeiten. Jetzt bin ich hier natürlich gerade mit dem Sigma 300-600 unterwegs, bisschen Wildlife und so weiter fotografieren. Und da merkt man natürlich, man kann eigentlich bei Wildlife zumindest nicht genug Megapixel haben, weil man eben immer so ein bisschen reinkommen kann, wenn einem vielleicht mal die Brennweite so ein bisschen ausgeht. Da muss man natürlich auch beachten, ja, Luftverschmutzung und so weiter, dass man sich die nicht einfängt. Aber wie gesagt, hier mit 33 Megapixeln ist man da schon mal auf der Seite, wo ich sagen würde, okay, geht für mich in Ordnung. Für mehr Megapixel gibt es ja jetzt auch wirklich die A7R6, die da wirklich abliefert. 67 Megapixel Stacked-Sensor, da hat Sony schon was gebracht. Da kommen wir aber in einem anderen Video noch dazu. Hier haben wir also die A7 IV und wie gesagt, der 33 Megapixel Sensor, gerade in Sachen Dynamik, liefert der im Fotobereich da auch wirklich top ab. Also da muss man sich eigentlich nicht beschweren. Von der Geschwindigkeit her ist es voll in Ordnung. Und auch vom Autofokus, die Kamera gehört mit zu den besten Autofokus-Kameras überhaupt. Nicht nur im Sony-Bereich. Sony kann Autofokus, das wissen wir alle. Da müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Auch die Kamera hier kann das wirklich gut. Klar, ihr habt keine A1 II mit einem Vollstack-Sensor und 120 Berechnungen in der Sekunde. Hier sind es 60, aber die sind zum Großteil wirklich ausreichend. Also ich habe jetzt noch nicht so wirklich das Verlangen gehabt, dass ich da unbedingt noch mehr brauche. Vor allem reden wir halt von einer Kamera, die wir unter 3000 Euro bekommen. Das ist halt nochmal eine ganz andere Klasse, als es jetzt bei einer A1 II oder so wäre. Die Kamera ist insgesamt natürlich auch sehr schnell. 30 Bilder pro Sekunde ist völlig ausreichend für das meiste. Jetzt kommt man hier in dem Bereich in einen Bereich, den man vorher noch nicht so hatte. Und zwar ist es vor allem mit Drittherstellern Objektiven dann so, die werden ja begrenzt. Sony begrenzt Drittherstellerobjektive schon von Anfang an auf 15 fps und auch beim Autofokus wird da ein bisschen was hin und her geschoben. Das heißt, gerade mit dem Sigma 300-600, was ich jetzt hier gerade zur Verfügung habe, wird das Ganze ein bisschen eingeschränkt. Und da ist es jetzt eben so, vorher bei den günstigeren Modellen, die haben gar keine 30 fps oder über 15 fps geschafft. Die Kamera kann es jetzt eben, und da wird es jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich so werden, wenn ihr vielleicht im System wechselt, beziehungsweise eben also im System wechselt, von einer A7 III oder sowas vielleicht auf eine A7 V oder auch von was ganz anderem auf die Kamera, und ihr habt da Sigma-Objektive, Tamron-Objektive, ich habe hier jetzt auch gerade das Tamron 35-100 drauf, dann merkt ihr eben, ihr werdet da eingeschränkt. Das war vorher nicht der Fall und es war für viele Leute natürlich auch eine Kaufentscheidung. Ich gehe zu Sony, weil da kann ich Drittherstellerobjektive nutzen. Jetzt ist es so, ihr könnt ja Drittherstellerobjektive nutzen, die werden jetzt halt nur eingeschränkt und das merkt ihr vor allem mit dieser Kamera jetzt dann halt deutlich mehr als mit irgendwas anderem, was ein bisschen langsamer ist. Man kann die Objektive eingeschränkt nutzen, das ist bei weitem immer noch deutlich
deutlich besser, als gar keine Dritthersteller nutzen zu können. Deswegen gibt es hier so einen halben Plus-Minus-Punkt, möchte ich es mal so nennen. Man kann Dritthersteller noch benutzen, aber das volle Potenzial aus der Kamera habt ihr halt nur noch mit Sony-Objektiven. Und ich bin da auch so ehrlich, nachdem ich wirklich das FX2-Video, vielleicht habt ihr es gesehen, da habe ich wirklich keine guten Worte an Sony gelassen, weil die es mit der Kamera meiner Meinung nach ein bisschen verkackt haben. Hier jetzt der neue Sensor, wundert mich, dass der zum Beispiel nicht in der FX2 gekommen ist. Die kam natürlich deutlich früher, aber der Sensor macht jetzt wieder richtig Spaß und ist eben kein langsamer Sensor mehr. Der ist hier also wirklich schon sehr gut und da muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte lange überlegt, ob ich mir eine A7 IV wiederhole. Bei mir hat es den Hintergrund, ich möchte ja auch Objektive reviewen und da möchte ich mal wieder eine aktuelle Sony-Kamera haben. Klar, eine A1 ist auch nicht so schlecht oder eine A7 IV, aber es ist halt nicht der aktuelle Stand der Technik, um da was wirklich fair bewerten zu können. Daher macht die Kamera natürlich schon, ja, die weckt mein Interesse, möchte ich mal sagen. Jetzt kam vor ein paar Tagen die A7R6 raus. Und da ist es eben so, die gibt mir ja eigentlich genau das, was ich brauche. Die Geschwindigkeit von der Kamera hier zusammen mit 67 Megapixeln. Und da bin ich ja schon wirklich sehr ein Freund davon. Im Videobereich, ich habe es zu Anfang an erwähnt, muss man hier dann doch ein paar Abstriche machen. Da ist es wirklich so, da bekommt ihr bei anderen Herstellern schon deutlich mehr. Lumix hat mit einer S9 und die Kamera bekommt ihr neu für 800 €, zum Beispiel 6K oder sogar OpenGate. Und es ist nicht so, dass ich in der Kamera hier jetzt OpenGate verlangen würde. Aber 4K als maximale Auflösung ist in der heutigen Zeit dann schon ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn ihr vielleicht sogar Wildlife filmen wollt oder sowas, dann nutzt ihr da normalerweise schon immer so ein bisschen die Auflösung dahinter, um euer Bild noch besser zu gestalten, um dann noch ein bisschen näher hinzukommen und so weiter. Und das geht hier halt einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht mal ein Update geben wird. Ich befürchte fast, es wird kein Update geben, weil Sony sich damit eben die FX-Reihe mit ihren Cinekameras kaputt machen würde. Einerseits ist es also verständlich, dass sie hier nicht das volle Videopotenzial einbauen. Andererseits ist es eben so, ihr bekommt bei der Konkurrenz deutlich mehr, möchte ich mal sagen. Eine S1 II, ich filme mich hier mit einer S1 II, ist im Videobereich deutlich stärker, klassenstärker, muss man schon fast sagen. Und da ist auch das Thema Autofokus gerade bei Video gar nicht mehr so der große Unterschied. Ich würde die Kamera hier gern eine beste All-in-One-Hybrid-Kamera nennen. Kann man so aber einfach nicht sagen, weil sie im Videobereich mehr oder weniger verkackt, wenn man es direkt nennen will. Video ist da wirklich nichts Besonderes. Also da bekommt ihr eigentlich so gut von 7K runtergerechnet. Klar, die 4K-Auflösung sieht gut aus, aber es ist eben nur 4K. Da bieten andere deutlich mehr. Deswegen muss ich hier sagen, im Video, schwieriges Thema. Auch habt ihr im H.265-Codec immer noch keine 30 FPS. Das hat die A7R6, die jetzt kam, auch das Problem immer noch. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Sony-Codec zu tun haben, dass die es überhaupt gar nicht können. Aber ist halt meiner Meinung nach heutzutage so ein Ding, was schon schwierig macht, da zu sagen, es wäre eine Top-Videokamera. Meckern auf hohem Niveau. Video geht damit natürlich auch gut, aber andere können es halt schon besser. Die Stabilisierung hat sich dabei aber schon verbessert. Also vorher war es ja wirklich so, dass Sony Stabilisierung im Videobereich, auch im Fotobereich jetzt nicht wirklich so gut war. Das ist jetzt deutlich besser geworden. Beim Foto schwanke ich noch so ein bisschen, ob sich da wirklich groß was getan hat. Im Videobereich hat sich aber schon wirklich was getan. Einerseits könnt ihr diese ganze aktive Stabilisierung nutzen, die jetzt wirklich ein gutes Stück besser geworden ist. Oder ihr könnt Gyro-Daten aus der Kamera auslesen und das Ganze nachträglich stabilisieren. Das Ganze, also gerade diese aktive Stabilisierung und so, ist halt doch auch immer noch nicht auf einem Niveau, wie es Lumix bietet. Die sind da wirklich wahrscheinlich best in class, möchte man sagen. Aber es hat sich hier schon deutlich was getan. Wenn ihr mit 4K-Auflösung zufrieden seid, dann könnt ihr auch hier im Videobereich relativ viel damit anstellen. Von der Bedienung her, die Kamera lässt sich gut bedienen. Das ist bei mir jetzt aber auch so, Sony-Kameras allgemein, die sind jetzt vom Handling, klar, es geht besser, andere Hersteller machen das besser, aber die sind in Ordnung. Und auch hier hat sich ein bisschen wieder was getan am Griff oder so. Das Display ist natürlich 1A. Da muss man wirklich sagen, dieser Mechanismus ist ein Traum und den wünscht man sich so gut wie an jeder anderen Kamera, außer ihr habt vielleicht eine ZR mit einem 4 Zoll Display, das ist dann doch nochmal eine andere Klasse. Aber so vom Mechanismus her zum Fotografieren wirklich ein Traum und auch die Bedienung an der Kamera geht voll in Ordnung. Ich hätte hier natürlich gern das Rad, was ihr zum Beispiel an der A1 findet, dass ihr da die Geschwindigkeit und so weiter umstellen könnt, fehlt hier natürlich. Da müsst ihr euch einen Knopf belegen, wo ihr das Ganze wechseln könnt. Ist halt ein bisschen ein Schritt mehr, wo ihr ein bisschen mehr Aufwand reinsteckt.
umsteigen müsst, aber insgesamt funktioniert es. Und ansonsten, ihr könnt euch bei Sony einfach alles frei belegen. Das ist auch ein Traum, will ich es mal nennen. Jetzt könnt ihr natürlich fürs Pre-Capture, was die Kamera auch hat, was auch sehr gut ist, noch einen C5-Knopf zum Beispiel sein, dass ihr euch das schnell aktivieren könnt. Man kann halt eigentlich nicht genug Bedienelemente haben, wenn man eine Kamera hat, die wirklich sehr, sehr viel kann. Und da ist es auch hier so, es dürfte mehr sein, aber es ist in der Klasse ausreichend. Klar, Lumix ist da wieder so ein Ding, die packen alles in ihre Bodies, die kosten ungefähr in dem Dreh jetzt, nachdem da sich ein bisschen was am Preis gemacht hat. Aber Lumix muss das eben auch machen, weil sonst verschwinden die früher oder später vom Markt. Sony kann sich da so ein bisschen drauf ausruhen, möchte ich es mal sagen. Aber die Bedienung an sich ist trotzdem immer noch sehr gut und sehr angenehm. Auch mit dem 300/600 lässt sich das relativ gut anstellen. Also das ist dann schon auch Meckern auf hohem Niveau, möchte ich es mal sagen, wenn ich hier oben einen Drehregler haben will. Aber ja, es darf halt immer ein bisschen besser sein. Bei der Kamera im Mittelsegment stört mich das Ganze auch nicht mal so. Jetzt bei der A7R6, die hat fast dasselbe Body-Design. Da stört mich das schon eher mehr, weil die kostet über 5.000 € und da kann man das Drehrädchen dann eigentlich schon fast erwarten. Aber man kann halt nicht alles haben. Alles in allem ist es wirklich ein guter, sehr guter Nachfolger zur A7 IV. Die Kamera macht eigentlich alles besser. Der Sensor ist wirklich ein Traum, gerade mit den 33 Megapixeln Teilstacked, wo euch dann doch nochmal ein bisschen mehr Auflösung geboten wird, als jetzt zum Beispiel bei einer R6 Mark III oder bei einer S1 II oder sowas. Da hat Sony hier schon sehr viel richtig gemacht und eben auch in der Bildqualität, was dann schon wichtig ist. Und daher muss ich sagen, fürs Gesamtpaket ist es wirklich sehr fair. Also ihr bekommt da schon eine richtig gute Kamera. Jetzt ist die A7R6 auf den Markt gekommen, ist für mich, glaube ich, die passendere Kamera, ist fast dasselbe mit ein bisschen mehr Megapixeln. Von der Geschwindigkeit her geben die sich eigentlich gar nichts. Da im Videobereich ist die Kamera hier sogar besser, weil sie eben von 7K runterrechnet und nicht nur von 5K. Deswegen kann man hier eigentlich nicht sagen, dass es irgendwie eine schlechte Kamera wäre oder so. Und ich möchte da wirklich sagen, Sony hat die Kurve gekriegt. Vor allem auch jetzt so langsam mit ihren Firmwares. Ich habe es ja mal bemängelt, so wie ganz viele andere Leute auch, dass die ihre alten Kameras nicht mehr so wirklich auf dem Stand gehalten haben und da ein bisschen mit den Firmwares, Updates und so weiter gepennt haben. Das haben sie eigentlich so langsam auch in den Griff bekommen. Und deswegen muss man wirklich sagen, Sony kriegt so langsam die Kurve, ruht sich da nicht drauf aus, dass die zu den Besten gehören, beziehungsweise zu den meistverkauftesten, will ich es mal nennen. Da hat sich jetzt mit der Kamera und auch mit der A7R6 schon gut was getan. Deswegen, es war jetzt einfach mal ein kurzes Video zu der Kamera. Ich konnte die jetzt ausgiebig testen nochmal und da wollte ich das jetzt dann doch mal noch raushauen, dass ich auch positiv über Sony reden kann, nachdem die letzten Videos vielleicht nicht direkt so rüberkamen, Sony es einem da aber auch nicht so ganz leicht gemacht hat, da alles positiv zu sehen. Hier geht es schon wieder in die richtige Richtung und ich bin wirklich gespannt, was uns da noch so alles erwartet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da. Hier geht jetzt so langsam die Sonne unter. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht sehen könnt und deswegen genieße ich noch ein bisschen hier weiterhin meinen Urlaub. Ich hoffe, ich kriege mit dem 300/600 an der Kamera noch ein paar schöne Tiere vor die Linse und dann gucken wir einfach mal, was rauskommt. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.